Herzlich willkommen aus Dortmund zu einer neuen Folge. Nein, zu einer nicht neuen Folge, zu einer ganz neuen Reihe von 9FF. Und zwar Car Talk. Wir haben bisher viel über unsere Firma erzählt, über Produkte, über alles Mögliche. Und naja, die Idee ist heute mal eine ganz andere. Wir werden einfach mal reagieren auf andere Produkte. Nicht von anderen Tunern, so wie viele andere Kanäle das machen, um irgendwelche Mitbewerber schlecht zu machen. Das liegt uns fern. So einen Scheiß machen wir nicht. Nee, ganz anders. Und zwar End-User-Produkte, die auf Basis Porsche ganz interessante Projekte gebaut haben. Und wir wollen einfach mal ein paar Worte dazu sagen, was wir davon halten, Vor- und Nachteile. Ich glaube, das könnte für viele interessant sein, die über ähnliche Sachen nachdenken oder vielleicht sogar so ein Auto fahren. So, wir haben hier den ersten, einen 997. I'm not just featuring this Porsche 997 because it's a cool stock 997. It has a very interesting motor swap. It's very green. Yeah. What are we looking at here? This is a K24 swap. K24, a boosted K24. So it's a 2014 Civic Si engine that I figured out how to put in here, turbocharged it, and yeah, and been enjoying it for about a year and a half now. This is the first one and the only 997 in the world that's running. A lot of people have tried it, but I'm the only one that's gotten it to work. Running. Running. That's a really People big have deal. tried to put the engine in and haven't figured it out. What I do is tuning, so I specialize in like getting the cars to run. And that's how this one's running. It has AC. It has power steering, it has air conditioning, the cluster Oh, this is the works. power steering. That's the power steering. Okay. Down lowers the AC. Down lowers the AC. Got it. So, but everything works. Everything that was, works. That was kind of the pride for That's you, it. right? That's what you wanted. That was to the do. goal. That was the mentality I took. I didn't cut the car in any way. I didn't damage the car or do anything that was irreversible to the car. I basically wanted it to be completely stock on the outside and then just the engine swap under the hood. Why did you want to do this? I really liked the car. Ja, interessantes Auto. Also, so wie ich das sehe, er hat es ja nicht ganz genau beschrieben, sieht aus wie ein 997 Carrera MK1 mit dem Aero-Kit und GT3-Heckschürze. Der Heckdeckel sah auch danach aus, weil die Luftführungen auch eher waren wie Carrera, hätte ich gesagt, aber vielleicht vertue ich mich auch. Ganz gleich. Jedenfalls interessanter Motorumbau. Ist ja ein sehr bekannter Tuning-Motor, der K24 aus dem Honda. Hochdrehzahlmotor, bekannt für hohe Leistungen. Im Serienauto hat er, glaube ich, 240 PS in dem Cabrio, in dem S2000 oder wo auch immer der drin ist. Oder 200 PS, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ich weiß aber, dass der Motor ein unglaublich solider Motor ist. Ein echter Hightech-Motor vom Aufbau her. Aluminiummotorblock mit einer ganz speziellen unteren Lagergasse, die den Motor unglaublich stabil macht in sich. Und deshalb ist er auch so hochdrehzahlfest. Der macht ja locker 8.500, 9.000 Umdrehungen schon im Serienauto. Und wenn man den dann natürlich noch auflädt, das gibt es so von Honda nicht, wird das natürlich ein super leistungsfähiges Ding. Also Vergleichsautos im Civic oder im eben S2000 machen ja locker immer 500 bis 1000 PS. Das heißt, ist man in etwa so in der Range, was man auch gerne haben möchte beim Porsche. Problem bei den Umbauten ist natürlich immer Elektronik. Ist aber ganz gleich, welchen Motor ich einbaue, immer das Hauptproblem, weil die Autos ja mit CAN-Bus vernetzt sind, alle Systeme. Ob es ABS, PSM ist, ob es Tacho ist, ob es Motorelektronik mit Getriebeelektronik, falls es eine Automatik ist und kein Handschalter, aber wird wohl ein Handschalter sein. Cyvex drin hat er. Das zeigt er in dem Video. Okay, also wenn er sogar Cyvex drin hat, ist es dann natürlich deutlich einfacher, weil der Cyvex ist dann viel besser anpassungsfähig und kann dann eben, ja wie soll ich sagen, der CAN-Bus ist vorbereitet für Porsche, das vom Cyvex Motorsteuergerät, das heißt es funktioniert im Porsche. Ich kann aber alle entsprechenden Parameter wie Zylinderzahl, Zündreihenfolge, OT-Erkennungsposition und so weiter, bla bla bla, alles so umprogrammieren, relativ einfach, dass es dann eben als Vierzylinder mit Honda-Motor arbeitet. Das ist eine gute Idee mit dem Cyvex. Vor allen Dingen hat es auch eine gute Ladedruckregelung und diverses anderes Gutes. Wir kennen es ja, wir benutzen es ja in unseren ganzen Rennautos und auch zum Teil in Exportfahrzeugen mit ganz viel Leistung. Russland, Amerika, die lieben das genauso wie Israel, Libanon, wir haben ja schon überall den verkauft. In Deutschland fahren auch ein paar Autos damit, also Cyvex, das kann was. Got it, but it was slow. By like 2000, it's a 2006. So by 2006 standards, I'm sure it was fine, but today's standards, it's not fast enough. So
it makes almost 150 more horsepower than it did with the old engine now. So, Incredible. and it's a stock Honda engine, which cost me $650. And so I have like the peace of mind that I never have to worry about an engine. It fits really easily. I just had to make a couple parts to make it work. And it actually is way easier to work on now than the original engine. Yeah, because the 997 is the last Porsche or the last 911 where you can actually see the engine. It's still pretty tight. It's tight. Like there's no getting around it. Porsche engine bays are super tight. Yeah. But like you can actually get around and do things and work on it. It probably would have been a lot easier just to make it NA, huh? You know what though? The reason why I chose this version of the K-Series is because it's the one single exhaust port. So I made a custom turbo manifold to take it and just quickly and efficiently get the exhaust gases into the turbo, which helps it spool quicker, and it worked really well. So when you say it's 130 over stock, So what is it at? So on my dyno, the original engine dynoed at 300 wheel horsepower. It's 435, and I've raised the boost since then. It's probably closer to 500 now. So, Jeez. yeah. Part of the appeal is that the rest of it is bone stock looking. Exactly. That's what I wanted. I wanted like this nice Porsche, but I wanted it to be fast, and I contemplated turbocharging the original engine and building it, but I'm a Honda tuner. Why wouldn't I do this to it, right? What's the engine management you're running? It's currently running a Cyvex. So I chose Cyvex because it was a plug and play for the car, and it's a very flexible ECU so that I could reprogram the engine side of things, but it would still communicate with the CAN bus of the car. So the cluster works and the air conditioning system works and all that. Yeah. So show me, I want to see that. So stock transmission, Stock original like 6-speed LSD transmission. the gear ratios, all that stuff works still? It works. Like second gear is pretty long in these cars, but you know what? Like it's a high red line, it works. So. What? That's such an interesting sound. I mean, it still sounds good though. It does. It doesn't sound wrong. What the? So just like a little pull. Oh my god. Pretty quick, right? It is really quick. You can get in trouble so easy. Oh, very easily. Ja, sehr cool mit dem Cyvex und auch mit dem Seriengetriebe da drin. Da muss man sich natürlich dann noch entsprechende Kupplung anfertigen, damit dann auch Kurbelwellenseite zum Getriebe irgendwie zusammenpasst. Aber da scheint er ja irgendwie alles hinbekommen zu haben, denn das Auto scheint ja zu fahren. Also kann man nur sagen, alle Achtung, gut gemacht. Jo, nächstes Auto. Also, ich habe es mir natürlich schon angesehen. Diesmal viel größerer Umbau. Was heißt größer? Nein, größer nicht. Größerer Motor. Und zwar nicht ein rein Vierzylinder, wie es eben war, sondern ein V8. Wollen wir mal sehen. What's going on, YouTube? I had to come out to come see my buddy Daniel. Oh man, I don't even got no words to even explain this guy's car collection. But two of his prized possessions are sitting right here in his garage. I came over to check them out. I actually wanted to take a ride in this one right here. This is what we're going to be focused on. This is the Butte right here. 997, LS7 swapped. Well, LS3 swapped, but stroked it out to an LS7. And this thing is a monster. When Daniel comes out, he's going to explain more. So, And I spoke to him. He literally spoke to me for about like a month without taking a dollar. We just went back and forth about the car. And then I just fell in love with the idea. So he had the shell, and we dropped the motor in, and this is it. So Chavis Performance made a custom kit. It's basically a GT3 front bumper without the grille in the front. And that's front and rear. I did a Tech Arts wing in the back. It's a .1, so we did the full conversion to .2. And these are Workmeisters. Yeah, and it's dropped about an inch, I believe. It's like a glove. and this is all Tyler's Yeah, work. This is all his Custom mounts. custom mounts and everything, right? yeah. It fits like I'm hoping I never have to take it out or do anything. That was the whole point of going this Right. route. So I've done a couple things, but working on it, if I jack the car up for you under it, it's so bare under there. It's so naked. Like Right. everything seems really accessible.
Yo, that torque is serious, man. And then you can do it anytime you want. Yo. Oh man. Yo. Oh. Ja, schönes Auto, kann man mal nicht anders sagen. Ähnliches Karosseriekonzept wie der 997 Carrera. Wahrscheinlich nehmen die Leute die Autos so oft, weil eben der originale Motor ja auch ganz gerne kaputt geht. Und bevor man den dann aufwendig reparieren lässt, guckt man natürlich am besten, dass man gleich was viel Stärkeres einbaut. Und der ist mal richtig in die Vollen gegangen und hat gleich den Corvette-Motor genommen, den LS-Motor. 8-Zylinder V-Motor mit 625 Horsepower, sagt er. Und auch reichlich Drehmoment. Schon krasser Umbau, kann man mal nicht anders sagen. Also was mir auf den ersten Blick nicht so gut gefiel, war die Heckklappe von der Innenseite. Er hat ja gesagt, es wäre eine Techart-Heckklappe, die er, glaube ich, großflächig ausgeschnitten hat, weil er sonst sein Luftmassenmesser und seinen Luftfilter da nicht reingekriegt hat. Ist klar, wir haben ja nur einen 6-Zylinder, das heißt 3 Zylinder hintereinander. Er hat 4 Zylinder hintereinander, das Ding ist lang. Irgendwo muss die Länge hin und naja, da reicht es nicht mehr aus. Das heißt, er hat den Heckdeckel von innen ausgeschnitten. Was dann eben für die Anströmung, Luftfilter und solche Sachen eher gar nicht gut ist. Das wird alles ziemlich warm an der Stelle. Wenn er die Leistung auf dem Prüfstand hat mit geöffnetem Heckdeckel, wird er sie beim Fahren sicherlich nicht haben. Ansonsten die gleiche Problematik. Und zusätzlich kam bei ihm ja noch, also mit Elektronik und diesem ganzen Zeug und Getriebe, ist ja immer das Gleiche. Bei ihm kam noch erschwerend hinzu, man hat es gesehen, er hat auch noch komplett neue Motoraufhängungen eingeschweißt. Also der Motor, die Aufhängungspunkte an dem amerikanischen Motor sind eben in einer ganz anderen Position als bei Porsche. Und deshalb musste er rechts und links an die Längsträger in der Karosserie neue Motorlager einschweißen. Kann man in Amerika machen, fragt auch keiner nach, solange der Motor nicht beim Fahren auf die Straße fällt und der nächste drüber fährt und verunglückt. In Deutschland mehr oder weniger fast undenkbar. Ohne Festigkeitsnachweis und Gutachten und allem drum und dran lässt sich kein TÜV-Mann darauf ein, dass man da mal eben andere Motorlager einschweißt. Also das ist schon, wenn es nicht in irgendeinem anderen Auto der 997-Baureihe vielleicht schon irgendwo so vorgesehen ist. Ja, aber ansonsten gefällt mir das Ding gut. Und V8-Sound kommt bestimmt auch richtig schön beim Fahren. Gefällt mir. Ja, und der nächste und auch erstmal letzte für heute. Wieder ein 997, wieder Engine Swap. Diesmal auch wieder 4-Zylinder, aber ganz anderes Konzept, nämlich als Boxer 4-Zylinder aus dem Subaru. Mit anderen Worten ähnlich wie es jetzt ja in den 718er Boxern und Cayennes läuft. Also 4-Zylinder Boxermotor. Ja, wollen wir mal gucken, was er da alles so zu sagen hat. So I'll tell you a little bit of the history because I think it's important to understand like what this car actually is. It's a 2007 911 GT3, so it is a real GT3, but it was a wreck car. My buddy bought it from Copart, and he had a couple Porsches that he needed help with. How expensive? Cheaper than you'd think. Let me put it that way. I don't want to put somebody else's finance on blast, right? So it wasn't that cheap. It was like $300. No, but we put the motor into one car. We put the trans into another car of his because both needed a motor and trans. And I was left with the shell. I said, hey, let me buy this from you. I want to build a drift car because back in the day I saw Tyler drift a GT2, and I was like, my mind was blown. I was like, I want to, give that enthusiasm off to some young kids and some other people in the sport. Talking to Ineos, we were like, we got to put a Japanese motor in. I was like, great, let's figure it out. K-Series, V8, all kinds of stuff. We went through all Is that just because that's what people are into right now? Or? Well, Ineos is the largest oil company in Japan. Oh, well. Yeah. And they're the OEM fill for almost every Japanese car. So when you buy a Japanese car, most of the time it has Ineos oil already in it. Okay. And so last year we built an E30 with an F20 in it. Kind of fun. This year we want to do something different with this Porsche. So Japanese motor. And we went through the line, and with Porsches, because all the weight is on the back axle, having a high center of gravity is really, really a bad thing. So the V8 911 is great for street cars. Once you take it on track, that center of gravity gets a little funky, right? So we went down the Subaru route. We went down the flat 6 Subaru route, looked at that a little bit.
And then we got into this thing where if we're doing a flat six, like we're really, why not go back to a med skirt, right? Like you start to argue that. With the flat four, with the STI EJ25, you save 170 pounds drivetrain. Interesting thing about this is it doesn't only have a super motor, it's also a super transmission. So it's an EJ25 6-speed transmission as well. Reverse cut ring gear from Australia, blocked off plate in the rear, and a solid center diff. It spins the other direction. It actually mounts to these back mounts right here. So the biggest difference when you look at a 911 chassis, if you want to know if it's a GT3 or not, you look at these mounts right here on the 997s. So on the non-GT3s, there'll be a round mount here. And on the GT3s, you'll have this kind of, you can call it like a conical mount or whatever you want to call it. So what we'll end up doing is, it is mounted to what's called the suspension cross brace right now. I noticed that, yeah. And that, yep, not a great place to mount, right? Yeah, so yeah. when we're mocking it up with, Does that move, that suspension? Aber ich würde mal sagen, das ist vielleicht sogar der krasseste Umbau von allen. Und muss ich auch sagen, vom Grundkonzept gefällt er mir eigentlich am besten, weil ich finde es eigentlich schade, wenn man in ein Auto, was von der Basis her ein 6-Zylinder-Boxer ist, dann da ein V8 einbaut. Also für mich ein bisschen Stilbruch. Deshalb finde ich das mit dem 4-Zylinder-Boxer klasse. Ich finde es allerdings schade, dass er nicht einfach den Camry-Motor genommen hat. Aber gut, er ist natürlich Japan-Teile, Händler und Dealer und braucht dann auch was ganz Besonderes und kennt sich da gut aus, deshalb hat er den Motor genommen. Gut fürs Auto ist natürlich, dass der Motor deutlich kürzer ist. Man sieht es, hinterm Motor ist noch ganz, ganz viel Luft. Klar, fehlen auch 2 Zylinder am hinteren Ende. Das heißt, die Gewichtsverteilung im Auto ist deutlich besser. Mehr Gewicht Vorderachse und weniger auf der Hinterachse. Speziell so weit hinter der Hinterachse viel, viel weniger Gewicht. Deshalb eine tolle Sache. Aber natürlich auch verbunden mit monstermäßigen Umbauten. Denn wenn man genau hinguckt, der Ladeluftkühler ist im Innenraum, direkt unter der Heckscheibe. Man sieht es, da steht es noch groß drauf, STI. Das heißt, da ist der Ladeluftkühler. Der muss natürlich auch irgendwie angeströmt werden. Das heißt also viel Umbauaufwand am Auto. Das ist kein Auto, wo man dann einfach hinterher mal sagt, ach, gefällt mir jetzt doch nicht, ich mache da mal wieder den originalen GT3-Motor rein. Denn die Basis ist ja ein GT3, man hat es wirklich an den originalen Motorlagern hinten gesehen, die Form ist ganz anders. Das ist GT3 und Turbo, die haben diese Motoraufhängung hinten drin. Das Auto hat ja auch einen Wert und dann den umzurüsten auf einen Subaru-Motor finde ich jetzt eher ungewöhnlich. Ich glaube, wenn überhaupt, hätte ich doch einen Carrera genommen, der eigentlich nicht wirklich im Wert steigt, nicht wie ein GT3, wenn man schon so einen Monsterumbau macht mit geänderten Motorlagern und einmal alles zerschneiden und neu aufbauen. Aber an sich, vom Konzept, von der Idee und von dem, was hinterher dabei rauskommt, nämlich wahrscheinlich der Fahrspaß, bestimmt ein sehr schönes Auto. Also könnte ich mir auch ähnlich vorstellen. Ich glaube, ich wäre in dem Ding noch einen Schritt weiter gegangen. Wenn man schon den kürzeren Motor hat und schon das ganze Auto zerschneidet, dann kann man ihn auch gleich umdrehen, wie im RSR als Mittelmotor einbauen. Denn der 4-Zylinder würde dann da ganz locker reinpassen bei der Achse. Könnte man gleich das ganze Teil vom Boxster nehmen, den Boxster S, 2,5 Liter, mit vernünftig Elektronik, vernünftig Lader, hat man auch immer 600, 650 PS. Und dann hätte man ein richtiges Spaßauto. Sieht aus wie ein 11er, richtig leicht, relativ gut zu handeln von der ganzen elektronischen Seite und selbst wenn nicht, mit Cybex immer möglich, dann hätte man ein schickes Auto. Ich glaube, sowas hätte ich gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich es klasse, dass sich viele Leute da dran trauen. Erstaunlich, dass es fast immer der 997 ist, der ist wohl besonders begehrt dafür. Ja, und falls jemand sowas plant, wünsche ich allen viel Glück. Wenn Fragen da sind oder wenn Spezialteile gebraucht werden, können wir vielleicht auch behilflich sein. Ansonsten viel Spaß beim Umbauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.